Gleich zu Beginn der Reise fällt ein Hinweisschild auf die Siemens-Schuckertwerke auf. Darüber später mehr. Wir sind im Bahnhof der privaten Bahngesellschaft Ferrocarril de Soria im Zentrum von Palma. Wir beobachten zunächst einmal die Rangierarbeiten. Die Fahrzeuge 1 bis 4 sind seit der Elektrifizierung der Strecke im Jahre 1929 im Einsatz. Sie fahren mit 1200 Volt Gleichstrom. Signalhorn und Antwortpfiff des Lokführers haben sich bis heute für den Betriebsablauf bewährt. Verlässt ein Zug den Bahnhof, wird er vom Stationsvorsteher auch noch abgeläutet. Der Triebwagen muss an das andere Ende des Zuges umgesetzt werden. Es geht los.
Nach ein paar Minuten sind wir aus der Stadt heraus. Parallel verläuft zunächst die S-Bahn-Linie in den Norden und Osten der Insel. Keine schlechte Idee, Mallorca mal mit Bahn und Bus zu erkunden. Das vor Jahren vernachlässigte Streckennetz wird inzwischen reaktiviert und ausgebaut. Wir haben die Magistrale verlassen. Durch Olivenhaine und Mandelplantagen verläuft jetzt die Strecke. Zur Baumblüte im Februar ein wunderbarer Anblick. Die Berge der Sierra de Tramontana kommen in Sicht. Sie erstrecken sich über die gesamte Nordwestflanke der Insel. Und dieser Gebirgszug ist auch der Grund für den Bau der Bahn. Er versperrte den Bürgern von Solla, den Sollerics, nämlich den Weg zur Inselhauptstadt Palma. Sie mussten entweder eine 10-stündige Seereise in Kauf nehmen oder den beschwerlichen Weg über die Berge. Fast 2 Tage dauerte das. Auf Initiative des Abgeordneten und Geschäftsmannes Jerónimo Estrades wurde eine Konzession beantragt und 1907 mit den Bauarbeiten begonnen. 1912 konnte die Strecke bis Solla eröffnet werden. Die ersten Dampfloks kamen aus England. In englischer Tradition auch die Spurweite von 914 mm, also einem Yard oder 3 Fuß. Wir sind in Bunyola angekommen. Etwa die Hälfte der Strecke ist geschafft. Aber das ist die Autofahrt. Das ist das kurvige, das ruckartige. Nachdem auch der letzte Autofahrer die für ihn rote Ampel überfahren hat, kann die Fahrt weitergehen.
Eigentlich sollte die Bahn in den 1970er Jahren wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt werden. Denn inzwischen hatte man auch noch einen Straßentunnel durchs Gebirge gebaut. Aber dann entdeckten Tourismusmanager das Kleinod. Wir fahren in den ersten der 13 Tunnel ein. Einen Extrabesuch wert sind auf jeden Fall die Gärten von Al-Fabir unmittelbar an der Strecke. Auf Schritt und Tritt sind Zeugnisse maurischer Wasserkunst zu bewundern, der es gelungen war, für die Gärten viele Quellbäche aus der umliegenden Sierra de Tramontana zu nutzen. Zurück im Zug fahren wir in das knapp 3 Kilometer lange Tunnel Mayor ein. Weil sich Personal und Fahrgäste über den unerträglichen Qualm in der langen und engen Röhre beschwerten, wurde die Strecke schließlich elektrifiziert. Wir erreichen den Aussichtspunkt Mirador Pujol de Banya. Hier sind auch Zugkreuzungen möglich. Auf dem anderen Gleis fährt gerade einer vorbei. Fällt ja wieder mal früh auf, oder was? Ich hatte sie ja dran dabei. Dem Gespräch wollen wir lieber nicht weiter folgen, machen ein paar Fotos und genießen stattdessen den herrlichen Ausblick auf Soya bis hinunter zum Hafen. Das habe ich auch schon. Es geht weiter. Das Ziel ist erreicht, nach einer Stunde Fahrzeit und 27 Kilometern. Leider 3 Kilometer zu wenig, um an die staatlichen Betriebskostenzuschüsse zu kommen. Aber die findigen Soyariks wussten sich zu helfen.
Und es heißt, umsteigen bitte. Sie bauten einfach noch eine Trambahn hinten dran zu ihrem 5 Kilometer entfernten Hafen. Ältester Bahnhof deshalb, weil man seinerzeit einfach eine alte Villa umfunktionierte. Die 1913 eröffnete Tram fährt mit 600 Volt Gleichstrom. Anfangs verfügte sie über ein eigenes Elektrizitätswerk im Bahnhof. Ein 65 PS starker Verbrennungsmotor trieb eine Dynamomaschine aus dem Hause Siemens-Schuckert an. Mit dieser Anlage war man anscheinend so zufrieden, dass man diese Firma auch mit der Elektrifizierung der Bahn nach Palma beauftragte. Einschließlich der elektrischen Ausrüstung für die Teakholz beplankten Triebzüge, die bis heute noch fahren. Ein anderes Zugpferd verlässt die Wagenhalle und bespannt den Zug nach Palma. Mangueiro, pode inflar e arrancar boló. Um diese Tageszeit fährt er praktisch leer zurück. Aber in Palma warten ja wieder hunderte Fahrgäste. Nicht zuletzt die kleine Bahn verleiht dem knapp 15.000 Seelenort sein unverwechselbares Flair. Überall dort, wo die meisten Touristen sind, scheint sie sich durchzuzwängen. Oder ist es eher umgekehrt? Das Tal von Soller war schon in vorchristlicher Zeit besiedelt. Eine erste Blüte brachten die Mauren, die Orangen und vor allem Oliven anbauten. Auf das flüssige Gold, das die Mauren Zulia nannten, soll der Name der Stadt zurückgehen.
Neben jener der Pfarrkirche, der Kathedrale San Bartolomeo, sind auch Fassaden vieler Stadthäuser durch den katalanischen Modernismus, einer Spielart des Jugendstils, inspiriert. Wir sind zurück am Bahnhof. Schließlich wollen wir keinen Meter dieser nostalgischen Fahrt verpassen. Die Fahrt geht mitten durch Orangenhaine. Die Besten in ganz Spanien. Ach, was sage ich, die Besten in der Welt. Und sie waren letztlich der Grund für den Bau der Bahnstrecke nach Palma und haben die Plantagenbesitzer so reich gemacht, dass es ihnen nicht schwer fiel, mehrere Bahnaktien zu zeichnen, von denen jede nach heutigen Maßstäben so viel kostete wie ein Auto der Luxusklasse. Vor 40 Jahren waren sie allerdings nicht das Papier wert, auf dem sie abgedruckt waren. Heute sind sie begehrter denn je und werden unter den alteingesessenen Familien behütet wie ein Augapfel. Zumal die Konzession, die ursprünglich am 16. April 2011 auslief, verlängert wurde. Sie gilt jetzt bis 2055 und sichert somit Wertzuwachs und Arbeitsplätze.
Die nahezu kreisrunde Bucht von Puerto de Soya ist erreicht. Wachtürme an der schmalen Hafeneinfahrt zeugen von der Angst der Bewohner vor Überfällen. Nicht ganz unbegründet, denn 1561 überfielen türkische Seeräuber den Hafen, legten ihn in Schutt und Asche und plünderten die Stadt. Ein Historienspiel erinnert jedes Jahr Mitte Mai an dieses Ereignis. Final. Die will ich dann gleich, die muss ja irgendwie. Jetzt kommt die nächste halt.
Dieser Straßenbahntyp stammt übrigens aus Lissabon. Der Zug überquert das Viadukt Cinque Ponts, also das Viadukt mit den 5 Bögen, auch Viaducto Monreal genannt. Wir sind zurück von einer erlebnisreichen Tour und haben im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, dass Mallorca auch noch anderes zu bieten hat als Ballermann-Sex und lecker Sangria. Das Spiel beginnt von vorne.
Ja, genau.